trotzdem ein bisschen ins Einschalten. Das heißt, wir versuchen jetzt halt im Kleinen, aber so 4-, 5-mal im Jahr oder wann es sich anbietet, eine Diskussion, wo man einfach sieht, wie es Tieren wirklich geht. Ja? Leute zu sensibilisieren, dass Tiere unheimlich leiden müssen für unsere Zwecke. Ja? Und das muss man ganz ehrlich sagen. Ich sage auch, es kommt darauf an, wie man stirbt. Ja? Man kann relativ unter Apostrophen sterben oder man hat vorher kein Leben und stirbt dann grausam. Ja? Wir haben uns auch Container angeschaut, das werde ich nie vergessen, wo man geschaut hat, was ist das überhaupt Rinder? Das waren Rinder, war nur ein grauer Haufen und dann hat man gedacht, das sind ja Rinder. Okay, die haben sie mit den Stäben rein, mit den Elektrostäben reingeprügelt, die sind übereinander gewesen und das ist so. Ja. Man hat sie nicht einmal gesehen. Das ist ja klar, dass die kein Wasser, kein Futter oder nichts geben. Ein Problem ist, eine Schwester ist Ärztin, praktische, dass viele Tiere, dass sie diesen Lebendtransport unter Apostroph, der ist ja Halbtottransport überleben, werden sie mit Antibiotika vollgeblasen. Das heißt, viele Leute, auch die jetzt keine Tiere wollen, haben die Kinder eine Antibiotikaresistenz. Ja? Das muss man auch bedenken. Auch mit Wildkatzen, das ich seit 10 Jahren betreue. Also einiges tun wir, soweit wir können. Die Möglichkeit ist, dass in Gefolge der Neuzeit, übrigens ist das die Zeit, wo die Kirche quasi das Monopol der Interpretation dieser Welt verliert und abgibt. In der Neuzeit wird das Konzept der Seele, dass Sie richtig sagen, die Nefesh, also etwas, was von Gott kommt und belebt und auch an Gott zurückgegeben wird. Dieses Konzept wird abgelöst durch vor allem René Descartes, ja, durch die Idee des Geistes. Die Seele sozusagen wird ersetzt durch den Geist. Und jetzt sind wir schon sehr stark dabei, dass die Leute ab der Neuzeit sagen, naja, aber denken kennen die Viecher nicht. Daher sind sie weniger wert. Also die Entwertung des Tieres, und zwar jetzt in einem philosophischen Sinn, ist eine Konsequenz der Neuzeit und der Aufklärung. Ich will jetzt nicht die jetzt schlecht machen, aber das ist eine Realität. Wenn Sie jetzt zu Recht fragen, warum steht im Katechismus dieses und jenes nicht so deutlich drin, wie ich mir das auch wünsche, weil natürlich sowohl die Theologie wie auch die abendländische Philosophie in dieser Tradition steht und diese Traditionen sich jetzt auch langsam wandeln und wandeln können. Ich betreibe ja nicht nur Freiwildbahn, sondern selber privat auch ein Wildgehege, eins von diesen vielen, die in Österreich angekreidet werden. Ich habe vorgesagt, oder Sie haben gesagt im Statement, es ist sicher die natürlichste Art, Fleisch zu konsumieren oder Fleisch nachhaltig zu nutzen. Faktum ist einfach, dass in etwa 90-95% der österreichischen Bevölkerung Fleisch isst und wir schauen müssen, wie wir auch die Wild ernähren können. Das ist etwas, was ich zu respektieren habe, wenn Menschen zu Fleisch greifen wollen. Ich muss ihnen nur die Möglichkeit geben, das aus einer nachhaltigen Nutzung zu bekommen. Österreich hat einen sehr geringen Konsum an Wildbret, das ist ungefähr 0,5 Kilo und wir sind ein Importland. Das heißt, wir haben nicht einmal genug Wildbret in Österreich, wir importieren für 20 Millionen Euro. Das klingt sehr viel, ist aber gar nichts, das sind 2,5 bis 3 Euro pro Einwohner in etwa. Wenn Sie sagen, die natürliche Ressource draußen, und vorher hat der Tom, der neben mir sitzt, gesagt, Tiere und Pflanzen sind zum Wohle der Menschen da, dann sage ich, ja, das mag so sein. Ich tue jetzt aber nicht die Pflanze mit dem Tier gleichsetzen, sondern ich habe eine Verpflichtung, diese nachhaltig zu nutzen. Wie ich auch vorher gesagt habe, keine Tierart ist durch den Jäger ausgerottet worden, ganz im Gegenteil, oder Jägerin ausgerottet worden, sondern wir passen darauf auf und haben auch die gesetzliche Verpflichtung. Was Wildgehege betrifft, muss man das auch immer relativieren, sage ich, obwohl das natürlich ein sehr dünnes Eis ist, auf welchem ich mich bewege. Wir als österreichische Jägerschaft lehnen ab jegliche Trophäenzucht. Dass Trophäen gezüchtet werden und dann im Wildgehege drinnen erlegt werden. Andererseits muss ich sagen, weil das oft zum Beispiel genommen wird, und das ist der Durchschnitt in Österreich, eine biologisch gehaltene Haussau darf auf 3,5 Quadratmeter leben. Ich betone auf 3,5 Quadratmeter. Ein Wildtier in einem Wildgehege hat zumindest 10.000 Quadratmeter. Wir können über die Art des Töten diskutieren, das sehe ich sehr wohl ein. Das ist eine gewisse Diskussion. Und der Unterschied von unserem Wildtier zum Fisch ist, es ist der laute Tod. Und wenn ich nicht ordentlich töte, und das kommt vor, da kann überall vorkommen, dann klagt dieses Tier. Und das ist grauenhaft. Wir empfinden keinen Spaß daran. Vergleichen wir jetzt das
die Tiere in der Industriehaltung zum Beispiel nur so ganz wenig Platz haben und die Tiere draußen sind alle frei und so. Aber ich finde, wir haben so viel Platz zur Verfügung. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dann dürftest du auch kein Fleisch aus irgendeiner anderen Tierhaltung essen. Also die Jägerarten kommen mit Wien daher, dass ihr so natürlich und so artgerecht ist. Ich weiß zum Beispiel von Roland, ich habe ein Interview mit dir angehört, wo du das auch so gesagt hast, und ich glaube, dass du wirklich kein Fleisch aus Intensivhaltung isst. Aber die meisten anderen machen das trotzdem. Weil, ich meine, du hast dieses Gatter da draußen und man fragt sich schon, warum du so einen starken Widerstand da machst, wenn du merkst, dass österreichweit geht das in die Vergessenheit, wird das mit Attributen belegt, die man gar nicht wiederholen braucht. Und trotzdem hältst du daran fest, du könntest ja diesen ganzen Stress mit den ganzen Tierschutzvereinen und diesen Tierschutzorganisationen sowas von sparen, wenn du einfach gesagt hättest, okay, das ist ein Relikt aus der Vergangenheit, vielleicht mache ich nicht mal. Dann wäre eine Ruhe und alle wären zufrieden und sogar auch mit dir zufrieden. Und du brauchst keinen Gedanken daran verschwenden, dass irgendjemand mit deinem Gesicht als Maske herumläuft und auf einem Klo sitzt. Zum Beispiel. Du brauchst keine Sorge haben, ich mache mir keinen Stress daraus, überhaupt nicht. Wir haben uns derartig ausgebreitet mit unserem Drang noch immer mehr, immer schneller, immer besser, ja. Immer billiger ist auch ganz wichtig, wir wollen alles ganz billig haben. Ja, dann gehen wir zum Haben und kaufen uns 5 T-Shirts um 5 Euro und denken nicht an die Kinder, die für uns machen müssen. Wir gehen auf einen Leberkäse, kaufen den Aktionsleberkäse, freuen uns mal dann noch Bonuspunkte bekommen beim Biller, weil wir eine Billerkarte haben. Ja. Das sind wir, das ist unsere Gesellschaft. Und die werden wir jetzt hier nicht ändern, das wird der Papst nicht ändern, das ist etwas, was momentan eine Realität ist. Man kann anfangen im eigenen Bereich, ohne jetzt irgendjemandem was vorzuwerfen, ja, selbst an seinen Stellschrauben zu agieren und nachzudenken, und wenn das gut funktioniert, kann man es jemand anderem sagen, nicht in Form, du musst auf etwas verzichten, und dann schau, wie geht es jetzt damit, jetzt tue ich viel, viel besser. Weil letztendlich ist es so, ich esse Fleisch, ja, sehr wenig und am liebsten, wenn ich selbst geschlachtet habe oder wenn ich weiß, wo es herkommt oder wenn es von einem Jäger ist, weil dann weiß ich, es ist kein Leid entstanden. Das ist mir wichtig. Ja. Ob jetzt Fleisch essen richtig oder falsch ist, das kann ich nicht beantworten. Kann ich einem Wolf vorwerfen, dass er ein Schaf reißt? Nein. Das ist unsere menschliche Hybris, dass wir uns über die Natur drüber stellen, ja, und glauben, wir haben das Recht zu entscheiden, was ist gut und was ist böse. Und dagegen verwehre ich mich ganz immens, ja, weil sonst sind wir in einer Situation, die eskaliert. Und wenn wir die Gesamtsituation jetzt momentan anschauen, sind wir auf einem guten Weg dahin. Man redet immer von Polarisierung, bla 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 bla. Man bringt uns wieder dazu, dass wir uns gegenseitig niederhalten. Ja? Und wenn wir fragen, haben Tiere eine Seele, dann möchte ich mal wissen, was ist denn eine Seele? Mein Vater war sehr arm und seine Großeltern sehr arm. Die haben einen Bauernhof gehabt und wir haben alle gearbeitet auf dem Bauernhof. Mein Vater war geboren in 1924. Kurz danach war diese schlimme Zeit in Amerika mit der Depression. Und die Leute haben wirklich nichts gehabt zum Essen. Gott sei Dank, zumindest die Leute, die auf dem Land gelebt haben, haben Tiere gehabt. Und die wertvollste Tiere waren der Kühe natürlich, weil die haben Milch und Butter, die Familie versorgt jeden Tag. Die Hühner haben Eier gegeben. Ab und zu mussten die ein Schwein schlachten. Das war eine ganz furchtbare Sache für die Familie. Die wollten das nicht tun, aber die haben wirklich nichts anderes zu essen gehabt, außer Kartoffeln, die im Keller gehabt haben. Mein Vater hat auch mit seinem Vater gejagt, aber aus Notwendigkeit. Die müssen ab und zu Hasen oder ein Hirsch töten, einfach diese schwierigen Jahre zu überleben. Aber mein Vater hat das immer bereut. Und als er endlich
Animal Care Austria, wir tun das eher auf eine ziemlich ruhige Art und Weise. Ich glaube an Bildung sehr. Wir machen vieles in Schulen. Wir geben viele Stipendien für junge Tierärzte im Ausland, auch hier in Österreich. Wir kastrieren viele Tiere. Wir haben Projekte in 6 Ländern. Ich bin persönlich immer dabei. Weil wir haben viele Nachbarn, die wirklich sehr tierliebend sind. Aber die haben nicht die finanzielle Art und Weise, mehr zu tun dort. Die brauchen unsere Hilfe. Und die Frage ist, haben Tiere eine Seele? Seele, wenn man das jetzt gleichsetzt mit Psyche, Bewusstsein, es gibt verschiedene Interpretationen von Seele, aber wenn man das mit Psyche gleichsetzt, muss man sagen, natürlich haben sie das. Sie empfinden Freude, Leid, Zorn, Trennungsängste. Natürlich haben Tiere eine Seele, also das steht völlig außer Frage. Wir erleben das jeden Tag, wo Tiere missverstanden werden, wo den Tieren eben das abgesprochen wird, dass sie auch Bedürfnisse haben, dass sie Autonomie brauchen, ein eigenes Leben haben. Und es ist halt, bis ins 21. Jahrhundert hat man Lebewesen, die man nutzen wollte, die schwächer waren, hat man ihnen das alles abgesprochen. Das ist die Sklaverei oder viele andere Dinge. Und das macht man bei Tieren bis zum heutigen Tage. Dass man einfach hergeht und sie tötet nach Willkür und nutzt, das geht nicht. Das sind unsere nächsten Verwandten hier auf dem Planeten. Wir können mit Tieren nicht so umgehen. Das ist was ich aber zu dem ganzen Thema heute sagen muss, von der Seele und so weiter und von den Hunden und Qual. Es ist, viele Leute essen vegan und was Gott was alles und die haben zu Hause unter Umständen einen Mops oder eine französische Bulldogge und sagen, mein ist so lieb und so gescheit, was auch ist. Nur diese Tiere kriegen keine Luft. Die werden so gezüchtet, dass sie permanent unter Atemnot leiden. Schon allein in der Hitze, ne? Ja, nicht einmal in der Hitze, auch im Winter. Ja? Die laufen 5 Meter und voll. Und das finde ich ganz das ist das große Geschäft für die meisten Tierärzte, weil dann schneidet man die Gaumensehne Nein, das weg. will ich jetzt so nicht sehen, dass es das Geschäft für die Tierärzte ist, weil die Tierärzte züchten die ja nicht. Nein, aber die erlösen oder helfen ihnen bei dem Leiden. Dass die Züchter dann damit weiter züchten, ja? Solche Hunde, weil die Leute die Flachnasen wollen, ist ein anderes Thema. Ja? Sicher werden manche Tierärzte damit auch Geld verdienen, aber es ist nicht der primäre Zweck. Nein, ja? bitte nicht. Ja. Also das ist ein Hauptpunkt, den ich nennen wollte. Qualzucht bei Tieren. Eines davon. Ja. Auch Hundehaltung in der Schnauze. Da muss man nicht vegan dazu sein, dass man den Mops Das sagen viele Leute, nein, klar nicht, das ist ganz klar, nur viele Leute, die so wirklich gesund leben, halten sich einen tollen, oder diese Tragehunde, die kleinen, ja, also das ist... Das sind alle ganz normal in jedem Bereich. Ja, also das ist, ich finde es traurig, in welche Richtung das geht. Zusammenbringen zu eurer Speise. Ja. Und mehr brauchen wir nicht. Der Mensch ist ein Pflanzenfresser, genauso wie die großen Menschenaffen. Er hat keine Reißzähne, er ist nicht in der Lage, auch nur ein Tier, auch ein Kaninchen mit seinen Zähnen umzubringen. Oder würde es zumindest nicht tun, weil ihn davor ekelt. Ja. Aber er hat Mahlzähne, um eben Getreide und Hülsenfrüchte und Früchte zu kauen. Und das war schon immer so. Ja. Aber durch den Sündenfall, den sogenannten, ist es eben dann dazu gekommen, dass der Mensch angefangen hat, Tiere zu töten und aufzuessen. Und ja, wenn ich jetzt da einige Zitate gehört habe von den Jägern, Fleisch nachhaltig nutzen, was ist denn ein Jagdgatter? Ja, das ist eine etwas größere Massentierhaltung. Es ist ja völlig unnatürlich, Tiere einzusperren und sie dann am Ende vom Jahr in einer großen Schaujagd abzuknallen. Die haben überhaupt keine Chance. Ja, das vielleicht auch noch, ja, in die Fuchsbauten die Hunde reinzulassen. Also sinnlos und schädlich sogar die Jagd ist. Man kann das alles nachlesen auf der Seite www.abschaffung der Jagd.at. Eine sehr gute informative Seite, wo die ganzen Jäger lügen, also vor allem vom Naturschutz und so weiter, und dass sie notwendig sind, um den Wald zu schützen. Das ist genau das Gegenteil eigentlich.
der Fall. Ja, man muss sich nur wirklich informieren. Ja, das ist mein Anfangsstatement. Zur Massentierhaltung könnte ich sicher noch viel mehr sagen, aber das ist scheinbar nicht das Thema. Und dass Tiere eine Seele haben, ich glaube, das ist unbestritten. Das mag jeder was anderes davon verstehen. Ich bedanke mich, dass Sie alle gekommen sind. Herzlichen Dank. Sich den doch kritischen